Mein Name ist Gela Schwarz und ich bin seit über 30 Jahren im lesbisch-schwulen, trans- und interbereich aktiv und komme ursprünglich aus Oberösterreich und wohne aber schon auch sehr lange in Wien. Mein Leben war, seit ich 15 bin, schon immer wieder von Engagement und Aktivismus geprägt, würde ich mal sagen. Und es hat absurderweise in der katholischen Jugend angefangen. Das war in den 80er Jahren schon irgendwie ein bisschen ein Hort des gesellschaftspolitischen Engagements. Damals war es Zivildienst, lustigerweise, den es gerade gegeben hat und wo es darum gegangen ist, die Kommission etc. zu besprechen, zu diskutieren und auch zu besetzen. Dann war irgendwie die 80er Jahre Friedensbewegung und aber auch schon in der Ende der 70er Jahre die Frauenbewegung, die mich irgendwie berührt hat und dachte, das ist wichtig. Und ich weiß, so Ende der 70er Jahre habe ich irgendwie die erste Emma von einer Kollegin in der Arbeit gekriegt. Und das war so der Beginn eines frauenbewegten, feministisch bewegten Engagements, wo immer auch die Friedensbewegung immer noch drinnen war. Und aus dem raus bin ich dann auch irgendwo durch Demonstrationen und andere Infos drauf gekommen, dass es in England ein Frauenfriedenscamp gibt, zu dem ich dann auch noch ein Jahr verbracht habe. Und im Lauf der ganzen feministischen und friedenspolitischen Aktivitäten und meines Coming-outs eigentlich ist natürlich auch die Lesben- und Schwulenbewegung dazugekommen. Damals noch Lesben- und Schwulenbewegung, Trans war damals noch kein Thema. Und nach England bin ich nach Wien umgezogen und bin irgendwann dort auch in der Rosa-Lila Villa gelandet und habe mich dort ziemlich lang engagiert, habe auch 6 Jahre drin gewohnt. Und das wiederum hat daraus resultiert, dass damals hat die Stadt Wien beschlossen, also die Wiener Stadtregierung beschlossen, eine Anlaufstelle für Lesben, Schwule und Transpersonen in der Verwaltung zu machen. Und wie sie das ausgeschrieben haben, habe ich mich beworben und bin dann tatsächlich seit 98 habe ich dann innerhalb des Magistrats in diesem Bereich gearbeitet. Ja, wie die Stadt Wien verlautbart hat, sie wollen eine Anlaufstelle im Magistrat, war, also auch bei mir, doch ein bisschen ein Misstrauen da. Es war damals auch noch so, dass die Stadt Wien hat wenig, aber ein bisschen Geld an die Community gegeben. Also es gab Förderungen, aber sehr wenige. Und es war in der Zeit schon noch so eher wir und die. Also die und ein bisschen, die haben ja keine Ahnung, ja, so diese Vermutung. Und die wollen sie ein bisschen weltoffen geben und machen kannst eh nichts. Das war ein bisschen die Befürchtung. Oder auch die NGOs der Community ein bisschen das Wasser abzugraben. Das war sogar auch eine Befürchtung. Wir haben am Anfang schon sehr geschaut, also mein Kollege und ich, wie die Reaktionen intern sind oder ob wir irgendwo Sachen anregen können, die dann auch irgendwo quasi umgesetzt werden. Und es war dann schon möglich. Also ich denke mal, im Retrospektiv auf die 20 Jahre, die ich dort gearbeitet habe, war es sogar sehr erfolgreich. Aber der Beginn war ein bisschen vom Misstrauen geprägt, auch von der Community. Und so die Idee war dann eine Schnittstelle zwischen Magistrat, Stadt Wien und der lesbisch-schwulen Trans-Community zu schaffen. Und diese Idee hat mir ja gut gefallen. Die Geschichte ist irgendwie so für mich gelaufen, dass, als ich noch in der Villa engagiert war, eine Kollegin gefunden hat, dass dieses Thema, also Gewalt unter Lesben, haben wir es damals ein bisschen gröber genannt, also nicht nur in Beziehungen, ja so überhaupt nicht vorkommt. Und schon da ist, ob es jetzt einfach Ausschluss in manchen Bereichen ist oder ob es tatsächlich auch Eskalation von körperlichen Gewalt bei irgendwelchen Events ist oder halt auch Partnerinnenschaftsgewalt. Und wir haben damals noch im Team, in der Lesbenberatung in der Rosa-Lila Villa, lang drüber geredet, wie wir das angehen könnten, ob wir das angehen wollen. Immer ein bisschen die Sorge, das ist ein Thema, das ist heikel, das bist schnell die Nestbeschmutzerin, die Außenwirkung ist, oh mein Gott, die Lesben sind alle so gewalttätig. Und dann haben wir einfach andere Lesbenorganisationen oder Lesben aus anderen Organisationen mit eingebunden und eine Veranstaltungsreihe, ich glaube, es war
97, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, gemacht zu dem Thema. Und manches ist total gut angenommen worden und manches war einfach angstbesetzt. Ich gehe da nicht hin. Die Community ist so klein, wen treffe ich dort, was sage ich dort, vielleicht kommt sogar meine Ex. Also, das sind jetzt mögliche Befürchtungen, die ich signalisiert habe. Das war so die Vorgeschichte. Und wie ich dann in der WAST gearbeitet habe, hat es eine Anfrage gegeben von, ich glaube, es war damals die Lesbenberatung Frankfurt, ob wir nicht teilnehmen wollen an einem EU-Projekt zu Gewalt an Lesben, war der erste Durchgang. Und nach diesem Projekt oder in diesem Projekt haben wir uns auch entschieden zu schauen, also okay, die gesellschaftliche, gesetzliche und andere Gewalt gegen Lesben ist leichter zu thematisieren. Wir haben uns dann an die schwierigere Sache Gewalt in lesbischen Beziehungen herangewagt. Und im Rahmen dieses EU-Projekts ist es auch ein bisschen organisierter und strukturierter gewesen, das Thema zu behandeln oder auch aufrechtzuerhalten. Und ich habe dann eine Konferenz organisiert, wir haben eine Broschüre gemacht und auch im Rahmen von Pride eine Runde, einen Austausch zu Gewalt in lesbischen Beziehungen zu machen. Da sind tatsächlich an die 10 Frauen gekommen mit unterschiedlichen Hintergründen. Bei der Arbeit an dem Thema war es klar, es gibt wenig Material dazu. Und wenn jemand sagt, es gibt keine Studie, eine Studie, da ist schon mal die Basis schwierig. Also definiere Lesben und im Bezug zur Gesamtgesellschaft, wie viel sind es, was hat das für Aussagekraft? Ein bisschen ein Hemmschuh war natürlich auch, dass die Gewalt, die Beziehungsgewalt von Organisationen, Vereinen thematisiert und Betroffene unterstützt worden sind, was in Österreich und aber auch in Europa sehr viel logischerweise Frauen sind, heterosexuelle Frauen, die in Beziehungen von Partnergewalt betroffen sind. Das hat dann für lesbische Frauen irgendwo den Eindruck erweckt, die sind für mich nicht zuständig, obwohl sich auf Nachfrage sehr wohl die Organisationen auch dafür zuständig erklärt haben. Aber wie es transportieren, beziehungsweise wie das Vertrauen quasi wecken, ja, ist nicht einfach. Oder es gibt einfach Themen, die in lesbischen Beziehungen das in Hetero-Beziehungen nicht in dieser Form gibt. Zum Beispiel zu sagen, ich oute dich am Arbeitsplatz, wenn du das und das nicht tust, wenn die Person nicht geoutet ist. Das kann ein ziemlicher Druck sein oder auch der Familie gegenüber. Oder also diese Unterstellen, nicht der Norm zu entsprechen. Du bist zu lesbisch, du hängst dein Lesbischsein dauernd raus, das mag ich nicht. Oder du bist zu verhuscht, zu wenig lesbisch. Und ich meine, das kann es natürlich auch im Hetero-Bereich gegeben, du bist zu so oder zu so. Nur das geht an die Identität und das macht schon nochmal eine andere Dimension. Und wie gesagt, unser Beitrag war, weil wir gesehen haben, wo die Thematik ungefähr ist, dass wir in Wien dann einfach eine Basisbroschüre gemacht haben, die Information für Betroffene, aber auch für Angehörige, Freundinnen beinhaltet. Und ich meine, was mich sehr stolz gemacht hat, irgendwann Jahre später hat die Lesbenberatung München nachgefragt, ob sie diese Broschüre leicht adaptiert herausgeben können, weil sie finden, da braucht man jetzt nichts Neues erfinden. Das war. Aber ich merke schon, und sobald das Thema nicht mehr irgendwo angesiedelt ist oder verfolgt wird, ist es auch weg. Es ist einfach unangenehm. Es gibt viele Widerstände und eben so diese Verharmlosungen oder dieses Negieren gibt es einfach nach wie vor. Also da ist viel gleich geblieben. Als ich angefangen habe, mich gesellschaftspolitisch zu engagieren, habe ich gemerkt, es gibt ein breites Spektrum an Bereichen, wo es wichtig ist, sich zu engagieren.
Und in den 80er Jahren war die Friedensbewegung also für mich das Thema. Da hat es die Nachrüstung gegeben der NATO und des Warschauer Pakts. Da sind atomare Mittelstreckenraketen über Europa aufgestellt worden. Und da war jetzt so das Gleichgewicht des Schreckens das Thema. Und das hat uns natürlich erschreckt. Und ich war in Linz schon in einer Frauenfriedensgruppe. Und das war eher eine feministische Friedensgruppe. Und durch dieses Engagement bin ich eben draufgekommen, dass es in England ein Frauenfriedenscamp gibt, dort wo 96 Atomraketen stationiert sind. Der Ort heißt Greenham Common. Und irgendwie habe ich mich entschieden, ein Jahr dort zu bleiben. Und dort bin ich dann schon draufgekommen, wie viele verschiedene Frauen aus verschiedensten Hintergründen und Motivationen sich dort in diesem Camp engagieren und da sind. Und irgendwie auch körperlich, indem man dort wirklich vor Ort ist, den Protest kundtut. Da war es von eben religiös motivierten bis links motiviert, friedensbewegt. Und das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war auch, dass die Quäker, die man wirklich nicht als irgendwas verschreien könnte, als, weiß ich nicht, radikal oder irgendwie von mir aus Lesben oder frauenfreundlichst, die haben dort einfach auch ihren Gebetskreis einmal im Monat gehalten und haben uns tatsächlich mit Dingen unterstützt. Sie haben ihr Friends Meeting Haus geöffnet, dass wir dort uns zumindest duschen konnten und eine Waschmaschine hatten. Also da hat es einfach so diese Verwobenheit von gesellschaftlichen Engagement gegeben und das habe ich dort gesehen. Oder auch, dass esoterisch angehauchte Frauen sehr wohl auch politisch aktiv sein können. Und das war für mich schon eine wichtige Sache, die ich da mitgenommen habe. Und das war für mich schon immer ein Grund, weil, ich meine, diesen Slogan, den man von den Straßenbahnaktionen kennt, Lesben sind immer und überall, der ist einfach wahr. Und dort, wo man sich engagiert, also ein singuläres Engagement ist auch meistens nicht möglich. Also wenn ich mich als lesbische Frau irgendwo engagiere, ist ja mein Lesbischsein dabei. Und das andere Thema ist auch da. Also es schließen sich die Engagements nicht aus. Und das wäre für mich schon wichtig, dass wir das alle immer wieder im Bewusstsein haben, dass Aktionismus und Engagement nicht nur ausschließlich auf einen Punkt konzentriert sein muss und die anderen schwächen uns, sondern wir könnten uns gemeinsam stärken. Ich meine, natürlich kann ich nicht hingehen und bin gegen alles oder für alles, aber diese Ausschluss, den ich auch zum Teil in der lesbisch-schwulen-trans-Inter-Bewegung merke, so, wenn du nicht genau so dich engagierst, bist du gegen mich. Das zu überwinden wäre großartig. Das Engagement, also ich war eine Glückliche, glaube ich, in meinem Engagement. Das erste, wo ich mich, was eine gesellschaftspolitische Relevanz hatte, vieles, aber was zum Beispiel auch eine Wahl oder ein Referendum war für mich. Zu Entendorf durfte ich das erste Mal ein Kreuzerl machen und wir haben sozusagen gewonnen. Und das hat mich, mein Grundvertrauen in Aktionen einfach bestärkt. Weil sehr oft ist, man kann nichts machen. Also es hat einen Sinn, sich einzusetzen und es hat einen Sinn, auf die Straße zu gehen und irgendwie zu zeigen, wofür man ist, um quasi diese Welt zu einer besseren Welt zu machen.